Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Gestern hatten wir es ja schon bereits quasi fast angekündigt gehabt, dass es heute Neuigkeiten gibt zu den bevorstehenden 6 Klassen, die uns erwarten. Und im Webshop könnt ihr jetzt bereits voten für eure Lieblingsklasse. Das Ganze gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Ich bin sehr gespannt, welche Klassen dort enthalten sein werden, welche Klassen es gibt, welche uns erwarten und ja, was für Fähigkeiten die haben werden, ne? Und da das Ganze so ein Versus-Modus war, ja, wird es wahrscheinlich so ein Gegeneinander sein, welche Klasse man gegen welche Klasse rausvotet, sozusagen. Das Ganze gucken wir uns jetzt aber mal zusammen an und gucken mal, was das wird. Wir haben hier eine Geschickklassenabstimmung, ja. Also die nächste Klasse wird hundertprozentig eine Geschickklasse werden. Deine Wahl, deine Klasse, stimme ab und bringe neue Helden ins Spiel. Jetzt abstimmen, let's go. Die Macht der Wahl liegt bei dir. Eine neue Geschickklasse wird die Welt von SF betreten. Doch wer wird es sein? Knallkopf oder Bestienbändiger, Ninja oder Trickster, Mönch oder Pestdoktor? Stimme jetzt für deine Favoriten und entscheide, wer in die finale Abstimmungsrunde kommt. Also es gibt wahrscheinlich mehrere Runden, wo man voten kann und da müsst ihr auf jeden Fall auch mitmachen. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, wenn ihr eure Lieblingsklasse in Shakes and Fidget in Zukunft sehen wollt. Ja, schreibt mir auch mal sehr gerne in die Kommentare rein, für welche Klasse ihr gewotet habt und welche Klasse ihr sehr gerne in dem Spiel sehen wollen würdet. Ja. Ich werde euch das auch sagen, anhand ja, der Klassen, die uns jetzt hier bevorstehen. Gucken wir mal rein. Ich mache das halt, also ich muss sagen, Elementarkrieger und Pestdoktor sind so die 2 von den ganzen, die wir jetzt gesehen haben, die mir jetzt so am besten gefallen. Aber man muss natürlich auch auf das Skillset gucken, was die halt eben an Fähigkeiten parat haben, ja. Deswegen würde ich sagen, starten wir mal direkt. Okay, dann haben wir hier einmal den Pestdoktor und oh nein, der Pestdoktor, was ist das denn, Alter? Okay, der Pestdoktor tritt jetzt schon direkt gegen den Elementarkrieger in der ersten Runde an. Also man kann nur entweder oder, ne? Am Ende des Tages, gut, ist es egal, es kommt eh nur eine Klasse ins Game, so, ne? Aber anscheinend kann man hier jetzt wohl wählen zwischen dem Mönch und dem Pestdoktor. Ja, holy shit, aber das ist gut gemacht, ne? Also es sieht echt gut aus so, ne? Von der Voranschauung her. Pestdoktor, toxischer Therapeut. Ausrottende Plagen zu erforschen ist für Pestdoktoren der liebste Zeitvertreib. Ihr immenses Wissen über toxische Tinkturen ist unangefochten, doch von einer Teilnahme an ihren unkonventionellen Experimenten ist abzuraten. Zu Risiken und Nebenwirkungen sollte der Pestdoktor nicht befragt werden. Volle Fähigkeitsbeschreibung. Okay, hier sehen wir dann noch einmal die Fähigkeit. Können wir auch ranzoomen? Ah, okay. Also der wirft so eine Gift-Potion hier anscheinend. In jeder Runde hat der Pestdoktor die Chance, eine Giftflasche auf seine Gegner zu werfen. Die darin enthaltene Tinktur ergießt sich über den Gegner und verursacht einen Gifteffekt. Dieser bleibt über eine gewisse Anzahl an Runden bestehen und fügt dem Gegner in jeder Runde zusätzlichen Schaden zu. Interessant, ja. Achtung, alle Grafiken sowie das hier aufgeführt, ist ein bisschen klein gedruckt. Okay, das sind Beispiel, okay, ja, also hier steht quasi, sind beispielhafte Anzeigungen, ist noch nicht fertig so, ne? Ja, ist jetzt erstmal nur der grobe Umschnitt, also der Feinschliff passiert wahrscheinlich dann erst noch. Okay, Mönch, elementare Eminenz. Durch langes Nickerchen, auch spirituelle Meditation genannt, lernen Mönche die Elemente nach ihren Willen zu beugen. Somit werden sie zum unbeweglichen Berg oder zum wendigen Windstoß. Zum Wettpinkeln sollte man sie jedoch nicht herausfordern bei dieser Wasserkontrolle. Holy shit. Auch sieht sehr, sehr, sehr cool aus auf jeden Fall. Mal gucken, was der an Fähigkeiten hat hier. Ja, seine Elementarfähigkeiten. So sieht das Ganze aus hier, wie so ein Wirbel. Der Mönch ist Meister über 3 Elemente, die ihm besondere Fähigkeiten verleihen. Bevor der Mönch angreift, hat dieser die Chance, eins der Elemente zu seinen Gunsten zu kontrollieren. Er kontrolliert Erde, um Angriffe zu blocken. Okay, Block. Wasser wiederum heilt seine Wunden. Okay, Heal. Und Luft beschleunigt ihn, sodass er mehrfach angreifen kann. Okay, so wie Assassino 2-mal hintereinander oder so. Wurde jedes Element einmal im Kampf verwendet, wechselt der Mönch in eine meditative Trance, in der er alle Elemente gleichzeitig verwendet. Holy shit.
Alter, das hört sich ja auch fett an. Ja, ist jetzt nicht ganz, was ich jetzt so vom Element, ja, na doch, so ungefähr habe ich mir schon erwartet, dass es circa in diese Richtung geht. Boah, aber ist jetzt natürlich schwierig, ne? Ist jetzt natürlich schwer. Wen soll man jetzt von den beiden voten, ne? Alter, ja. Ey, ich bin gespannt, wie eure Wahl hier da drauf trifft. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Pestdoktor schon im Vergleich zu dem Nekromanten, wo man den wählen konnte, fand ich den Pestdoktor schon ganz geil. Den Elementarkrieger fand ich bei dem Voting geil, wo man den Paladin auch wählen konnte. Also das sind von beiden meine Favorites tatsächlich, ja. Boah, ja, keine Ahnung, Mann. Ich glaube, ich gehe mit dem Pestdoktor. Ja, scheiß drauf. Der Pestdoktor ist es, ja, was willst du machen? Ne? Ich habe ja sowieso keinen großartigen Einfluss darauf. Okay, Ninja. Lautloser Schatten. Ninjas perfektionieren im Verborgenen die Künste der Tarnung, absurden Akrobatik sowie des blitzschnellen Finger-Yogas. Selbst gewöhnliche Stäbchen werden in ihren Händen zu gefährlichen Präzisionswaffen, die schwirrende Störenfriede geschickt verstummen lassen. Okay, bin ich mal gespannt. Alter, was ist das denn? Holy shit. Okay, ich glaube, sowas haben wir in der Art schon mal bei irgendeiner anderen Klasse gesehen. Alter, die Animation, das sieht schon cool aus. Der Ninja kann statt eines Angriffs Shuriken vorbereiten. Sobald 4 Shuriken bereit sind, entfesselt er einen Sturm aus Angriffen und schleudert sie auf den Gegner. Okay, es lädt sich wahrscheinlich dann bis zu 4 auf und dann kommt auf einmal ein fetter Power Spike, so kann ich mir das vorstellen. Zusätzlich besitzt der Ninja die Fähigkeit, den sicheren Tod zu entrinnen. Dämonenjäger? Fragezeichen. Solange noch nicht alle Shuriken aufgeladen sind. In diesem Fall lässt er eine Attrappe von sich zurück und wirft alle bis dahin vom vorbereiteten Shuriken auf den Gegner. Boah, das hat ja schon was vom Trickster irgendwie, ne? Okay, klingt fett. Schauen wir uns mal den Trickster an. Ja, das ist ja der Trickster, ne? Täuschender Taschenspieler. Mit einem Ass im Ärmel und ihrem stets charmanten Lächeln entführen sie ihr Publikum in eine Welt voller Täuschungen. Dabei verliert selbst der ehrenwerteste Paladin jegliche Würde, denn egal welche Karte er zieht, Trickster ziehen stets schneller. Crazy. Ich bin auf die Fähigkeit gespannt, ne? So ein Twisted Fate hier irgendwie. Zu Beginn seiner ersten Runde zieht der Trickster eine Hand von 3 Karten. Momentchen. Okay, zu Beginn seiner ersten Runde zieht der Trickster eine von 3 Karten. Alle Karten werden aufgedeckt und gewähren dem Trickster spezielle Effekte. Für eine gewisse Anzahl an Runden findet sich unter den 3 Karten gleiche Karten, so wird der entsprechende Effekt verstärkt. Gucken wir uns mal die Fähigkeit. Achso, das ist die Fähigkeit hier, ja. Okay. Ja, das wird auf jeden Fall auch sehr interessant hier. Dann gucken wir mal. Also ich würde tendenziell jetzt eher sagen, von den beiden Klassen, dass mir der Ninja etwas besser gefällt. Ja, aber ist natürlich Geschmackssache. Jetzt kommen wir nochmal zu einem sehr interessanten Auswahlverfahren, und zwar den Knallkopf gegen den Bestienjäger. Ja, da finde ich auch tatsächlich beide. Also ich finde es krass, dass auf jeden Fall so meine Lieblingsklassen immer gegeneinander antreten müssen, weil von den 6 Klassen, die kommen sollen, fand ich jetzt die letzten 2 jetzt tatsächlich am wenigsten interessant. Den Bestienjäger finde ich jetzt schon wieder von der Fähigkeit her wahrscheinlich sehr interessant und den Knallkopf auch. Aber ich bin gespannt, was die auch so im Petto haben. Okay, wildes Bündnis. Bestienbändiger sind eins mit der Wildnis und haben ein Händchen für bissige Untiere oder eine Faust, die schnell regelt, wer Alpha ist. Ja, moin. Unter ihrer Anleitung wird selbst der niedlichste Pfiffikus zum blutrünstigen Cerberus. Okay, bin sehr gespannt auf die Fähigkeit hier auch, ja. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ja, da lässt sich jetzt noch nicht so viel draus schließen. Er hat hier anscheinend irgendwie 3 Evolutionsstufen oder sowas, ja. Mal gucken, was er kann. Der Bestienbändiger kämpft gemeinsam mit seiner Bestie, die zusätzlich angreift. Wird der Bestienbändiger angegriffen, erzürnt dies seine Bestie. Okay, dann verfällt die vielleicht in so einen Rage-Modus oder sowas. Nach genügend angesammelten Zorn entwickelt sich die Bestie auf die nächste Entwicklungsstufe und wird somit stärker. Das ist ein sehr interessantes Konzept, ja. Das gefällt mir sehr gut. Krass. Ich bin jetzt mal gespannt, was hier der Knallkopf hier im Petto hat, aber das finde ich auch krass. Also das muss ich sagen, finde ich schon fast interessanter irgendwie als den Pestdoktor oder
ja, ja, Elementarkrieger, den wir da gesehen haben. Ne? Okay, explosiver Exzentriker. Knallköpfe sind verrückte, der Name auch der Klasse, ne, ist auch crazy. Verrückte Tüftler mit einer Vorliebe für Chaos und Krach. Ihre selbstgebrauten Bomben sind ebenso genial wie gefährlich. Hauptsache, es knallt ordentlich. Der Sicherheitsabstand wird getrost ignoriert. Augenbrauen und Haaransatz sind schließlich überbewertet. Crazy. Okay, gucken wir uns mal die Fähigkeit an. Also, der hat hier anscheinend so eine Zündschnur oder so, wie das aussieht, und kann noch zusätzlich Bomben werfen. Also so wie der Pestdoktor halt wahrscheinlich so einen Dot-Schaden mit seinen Gift-Potions machen kann, ist wahrscheinlich eher so mit direkten Schaden, die ja direkt am Start, ohne über Damage over Time zu dealen, so. Okay. Der Knallkopf hat eine Chance, eine Bombe auf seinen Gegner zu werfen, die nach einer gewissen Anzahl von Runden explodiert und diesem Schaden zufügt. Ja, okay. Sollte bereits eine Bombe auf dem Gegner platziert worden sein, also kann er mehrere anscheinend werfen, erhält der Knallkopf die Chance, eine Vielzahl von Kleinbomben zusätzlich auf diesen zu werfen. Okay, ja, klingt jetzt, muss ich aber sagen, jetzt doch nicht ganz so interessant wie jetzt der Bestienbändiger, muss ich sagen. Ich glaube, der gefällt mir jetzt von den beiden jetzt her besser. Schreibt mir mal sehr gerne in die Kommentare rein, welche von den Klassen ihr hier bevorzugen würdet. Das Ganze geht ja dann nochmal in ein zweites Voting. Das heißt, 3 von den 6 Klassen werden dann jetzt rausgevotet werden. Und beim nächsten Mal haben wir dann die finalen 3 Klassen, die dann wahrscheinlich gegeneinander antreten werden dann. Und da bin ich sehr gespannt, welche Entscheidung ihr da getroffen habt. Ja, also vom Prinzip her finde ich das gar nicht mal so schlecht auch. Aber jetzt so im direkten Vergleich finde ich, glaube ich, den Bestienbändiger jetzt besser. Ja. Okay, das wäre jetzt hier so meine Auswahl. Bestätige deine Wahl. Bitte prüfe deine Auswahl, bevor du deine finale Stimme an uns absendest. Du kannst nur einmal abstimmen und deine hier getroffene Wahl im Nachhinein nicht wieder rückgängig machen. Bist du mit der Auswahl zufrieden? Ja, ja. Also man kann es im Nachhinein nochmal hier bearbeiten, wenn man sich unsicher gewesen ist, aber wir sind das Ganze ja jetzt sehr im Detail durchgegangen, deswegen würde ich das Ganze jetzt mal so rausschicken. Ja, hier ist auch noch ein schönes kleines Bildchen nochmal zum Schluss. Das muss ich mir jetzt aber nochmal hier kurz mal abspeichern, hier das Bildchen hier, ja. Das muss ich mir nochmal rüberziehen hier, zack. Okay, vielen Dank für deine Teilnahme an der Abstimmung. Okay. Ja, ich bin gespannt, ne? Ja, und natürlich könnt ihr hier auch sehr gerne abstimmen. Ich weiß nicht, bis wann ist noch Zeit. 5 Tage sind noch Zeit für die neue Klasse dann zu voten. Das Ergebnis am 17.04. wird das Ergebnis bekannt gegeben. Ja, und dann bin ich sehr gespannt, welche 3 finalen Klassen uns dann hier am Ende des Tages erwarten und welche wir dann final dann halt auch in dem Spiel sehen werden. Ja, wie gesagt, auf eure Meinung bin ich sehr, sehr gespannt, ja, welche Klassen ihr hier bevorzugt. Schreibt es mir sehr gerne mal in die Kommentare. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.